Hallo, hier ist die Michi. In diesem Video möchte ich ruhig und sachlich darüber sprechen, wie man respektvoll mit den Sternchen Menschen umgehen kann. Tin ist ein Sammelbegriff, steht unter anderem für trans, inter und nicht-binär. Und das Sternchen steht dann für die Vielfältigkeit innerhalb dieser Gruppen. Genaueres dazu findest du auch in einem anderen Video von mir. Und es geht dabei um Menschen, nicht um Ideologien, nicht um Politik. Vielleicht hast du bisher wenig Berührung mit dem Thema gehabt. Vielleicht bist du unsicher, was richtig oder falsch ist. Und vielleicht hast du sogar einfach Angst, etwas falsch zu machen. Das ist völlig okay. Manche den Menschen zeigen ihre Zugehörigkeit oder Solidarität durch Flaggen im Hintergrund, Pins oder kleine Symbole. Ich mache das selbst manchmal. Das kann helfen, aufmerksam zu werden, aber es sagt noch nichts darüber aus, wie eine Person angesprochen werden möchte. Manche Menschen sagen ihre Pronomen direkt dazu. Das wäre bei mir zum Beispiel: Ich bin Michi, meine Pronomen sind sie und ihr. Wenn das nicht passiert, ist es vollkommen in Ordnung, freundlich nachzufragen. Das wird in der Regel als respektvoll empfunden. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Leitfaden vorstellen. Er ist bewusst einfach gehalten und soll helfen, Unsicherheiten abzubauen. Erster Punkt: Geschlecht, Gender und Ausdruck sind nicht dasselbe. Das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht, das innere Erleben eines Menschen und das äußere Erscheinungsbild können voneinander abweichen. Ein Mensch kann männlich eingetragen sein, sich aber weiblich fühlen. Oder sich weder eindeutig männlich noch weiblich fühlen. Das ist kein Fehler, das ist menschliche Vielfalt. Der zweite Punkt: Denn Menschen identifizieren sich nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Es ist nichts, was man sich aussucht. Es ist etwas, das man über sich selbst erkennt. Für viele Menschen ist es ein langer, schwieriger Weg, es offen zu leben. Ein respektvoller Umgang macht diesen Weg wesentlich leichter. Dritter Punkt: Tin-Menschen sind eine Minderheit. Wie jede Minderheit brauchen sie Schutz, nicht weil sie schwach sind, sondern weil sie häufiger Ziel von Ausgrenzung werden. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Frage stellen. Nicht provokant, aber zum Nachdenken. Wie oft hast du in den Nachrichten gehört, dass ein offen lebender Transmensch ein Gewaltverbrechen begangen hat? Ich meine dabei ausdrücklich nicht die Fälle, in denen sich Menschen erst nach einer Verurteilung aus anderen Gründen als trans bezeichnen. Die meisten Menschen merken, das kommt kaum vor. Gleichzeitig erleben Tin-Menschen selbst überdurchschnittlich häufig Gewalt und Ablehnung.
Diese Einordnung kann helfen, Ängste besser einzuordnen. Vierter Punkt: Diskutiere nicht über die Existenz von den Menschen. Für die betroffenen Menschen geht es nicht um Meinungen, sondern um ihr Leben. Akzeptanz bedeutet hier vor allem, jemanden so sein lassen, wie er ist. Fünfter Punkt: Stelle keine intimen Fragen. Fragen nach Körpern oder medizinischen Maßnahmen sind sehr privat. Wenn jemand darüber sprechen möchte, wird er oder sie das von selbst tun. Sechster Punkt: Wenn dir abwertende Aussagen begegnen, kannst du ruhig widersprechen. Zum Beispiel mit einem einfachen Satz wie: Ich empfinde das als respektlos. Du sprichst dabei für dich selbst und bringst niemanden in eine unangenehme Situation. Siebter Punkt: Pronomen. Wenn du unsicher bist, frag nach. Wenn jemand einen Fehler macht, korrigiere ruhig und freundlich. Das ist jetzt keine Kritik, sondern eine kleine Hilfe im Alltag. Achter Punkt: Sei da. Viele Menschen fühlen sich allein. Ein Zeichen von Unterstützung, ein offenes Ohr oder ein respektvolles Verhalten machen einen großen Unterschied. Zum Schluss möchte ich etwas Wichtiges sagen. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht darum, respektvoll zu sein. Wenn wir Menschen mit Offenheit begegnen, dann schaffen wir ein Umfeld, in dem sich alle sicherer fühlen können. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.